Also für mich ist es eigentlich so der Unique Selling Point vor allen Dingen einfach Free Coffee, weil davon lebe ich, das brauche ich. Ich habe Medizintechnik studiert und das war rein technisch. Und deshalb wollte ich auch ein bisschen in die BWL-Schiene rein. Ich habe mich für Digital Business Engineering entschieden, weil es ein Spezialgebiet der Wirtschaftsinformatik ist. Es kombiniert einfach Informatik und BWL und das sind genau die Kompetenzen, die man im Arbeitsleben auch braucht. Klassischen DBE-Studierenden. Also entweder der totale Keller-Nerd oder der totale Präsentant mit Anzug und Hemd. Ja gut, ich arbeite bei Porsche. Es sind 3 Semester, die du absolvieren musst und im 3. Semester natürlich die Masterarbeit. Bei uns ist zum Beispiel alles in einem Online-Kalender vorab bekannt. Das heißt, ich weiß jetzt über das komplette Jahr eigentlich, wann ich welche Vorlesung hören könnte. Wir haben Blogveranstaltungen, das heißt nicht jeden Tag Unterricht und ist aufgebaut aus vielen, vielen Projekten. Du bist jetzt eben nicht der reine Informatiker, sondern du sollst auch ein bisschen mehr noch, sage ich mal, den Blick fürs Große und Ganze bekommen. Was sind eigentlich so die Vorteile des Studiums? Also für mich ganz klar, dass ich es halt ultra krass mit meiner Berufstätigkeit vereinbaren kann. Das Verhältnis mit den Professoren ist sehr familiär, würde ich sagen. Hier ist das Ganze einfach auf Augenhöhe, man hat viel Kontakt zu den Professoren. Ich habe letzte Woche mit meinem Prof zusammen Limbo auf einer Party gespielt, also sehr cool und sehr lässig. Es ist auch so, dass die Netzwerke der Professoren uns helfen bei der Masterthesis. Wir hatten jetzt halt eben eine HRC-Konferenz, wo halt einfach super viele Top-Unternehmen hier waren. Ich finde, da sieht man schon, dass die Industrie auch definitiv ein krasses Interesse hier dran hat. Wir haben hier ein Jahresmasterprojekt. Ja, und wenn man jetzt die ganzen Fächer noch mitnimmt, dann hat man viel, viel mehr Projekte, weil eben alles irgendwo Praxis hat. Also es gibt unterschiedliche Teamgrößen. Also bei mir sind es zum Beispiel nur 5 oder 6 Leute. Für ein Holzwerk haben wir da ein AI-Projekt. Bei uns beispielsweise Battle of Students, wir sind 15 Leute und sind in der Spielentwicklung. Wir sind eine tolle Truppe. Wir haben Leute von unterschiedlichen Hintergründen, technisch, BWL, manche machen Elektrotechnik. Also der Zusammenhalt unter den Studis ist auf jeden Fall sehr, sehr groß. Wir machen auch privat sehr, sehr viel miteinander. Gibt es Möglichkeiten, Schwerpunkte zu setzen? Ja, ganz klar, wenn man die Wahlfächer wählt, wählt man die nach seinen eigenen Stärken und Kompetenzen. Wie flexibel ist man im Studium? Mega flexibel. Also es gibt 3 Tracks. Einmal Fast Track, also mega schnell. Dann einen Flexible Track, bei dem man eigentlich immer die gleichen Tage frei hat. Und einen Professional Track, bei dem man alle Veranstaltungen in einigen wenigen einzelnen Wochen hat und gut nebenbei arbeiten kann. Die Chancen nach dem Studium sehen eigentlich sehr gut aus. Ich glaube auch die ganze Praxiserfahrung ist eben das, weil was bringt einem Unternehmen jemand, der alles weiß, aber nichts kann vielleicht? Wie viel muss man programmieren? Es kommt drauf an. Da andere Studenten schon das Wissen mitbringen, können die das Programmieren übernehmen, während man zum Beispiel die Management-Themen übernimmt. Warum würde ich jemandem das Studium empfehlen? Einfach, weil man hier nochmal vielleicht auch neben dem Job nochmal eine Spielwiese hat, wo man auch einfach nochmal was Neues ausprobieren kann. Also wenn du jetzt ein Bachelor bist und wenn du eben noch denkst, dass da noch mehr geht, auch wissenstechnisch, einfach noch ein bisschen mehr Interesse hast, dann ist, glaube ich, das eigentlich die perfekte Lösung.